Was meinst du, Dana? Zieht Kim die Versteigerung zurück? Hoffentlich. Sie ist gerade mal bei 30 Euro angekommen. 30 Euro? Ist aber nicht gerade viel. Für eine Jungfrau? Keine Ahnung. Was sexuelle Dienstleistungen angeht, da kenne ich mich nicht aus. Da musst du Jessica fragen. Vielleicht sollte ich ja mal Seminare geben, wie man an Sex kommt, ohne sich lächerlich zu machen. Das haben ja alle bitter nötig. Danke, kein Interesse. Ja, das ist auch ein Problem. Aber ich glaube, dagegen gibt's Medikamente. Ich lege gerade eine Pause ein. Ganz freiwillig. Sicher. Und das hat so rein gar nichts mit Helena zu tun? Helena und ich haben uns getrennt. Du meinst, sie hat dich sitzen lassen? Unsere Beziehung, die war eh nicht mehr zu retten. Woran du nicht ganz unbeteiligt warst. Eines Tages wirst du mir noch mal danken. Falls du jemals über sie hinwegkommen solltest. Hoppla. Morgen allerseits. Habt ihr schon mal was von Flüsterpartys gehört? Ich habe irgendwie immer noch nicht verstanden, was an so Flüsterpartys so toll sein soll. Dass es keine Einladung gibt. Das Ganze läuft nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Weil es geheim ist, will da jeder hin, oder wie? Ja, und weil man da den Musical Marlene treffen kann. Aber die hängt doch sowieso immer mit Limits ab. Aber an dem Abend kommt eben nicht jeder rein. Man muss nämlich nicht nur wissen, wann und wo das Ganze ist, sondern auch noch das Codewort kennen. Und wie lautet das Codewort? Geheimnis. Soll denn da jemand hinkommen, wenn du niemandem sagst, wie das heißt? Wenn die das Codewort heißt Geheimnis. Hat Tristan sich überlegt. Also, was meinst du, Dana? Sollen wir da hingehen oder ist das zu exklusiv für uns? Naja, also ich glaube, wenn Marlene da ist, dann bleib ich besser weg. Weiß eigentlich einer von euch, wie es Nico geht? Von der habe ich seit der Trauerfeier nichts mehr gehört. Ich glaube, dass sie sich ziemlich zurückgezogen hat. Wie wär's denn, wenn wir ein Mittagessen veranstalten und sie hierher einladen? Vielleicht lenkt sie das ein bisschen ab. Ja. Essen unter Freunden, super Idee. Du, Dana, ich, Tristan, ja und Christian noch natürlich. Wieso Christian? Naja, er ist auch ein Freund von Nico. Olli, ihr zwei werdet ja wohl in der Lage sein, gemeinsam eine Stunde in einem Raum zu verbringen, ohne gleich aufeinander loszugehen. Ja, klar. Wenn du es schaffst, eine Stunde neben Helena zu sitzen. Helena? Sie ist Nikos beste Freundin. Okay, kein Problem. Messer rechts, Gabel links. Hey. Hey, Andi. Christian. Olli. Hey. Ich habe da einen neuen Trainingsplan dabei, der Entschuldigung. Berücksichtigt auf ein kleines Problem mit dem Sprunggelenk. Super. Machst du noch deine Übung? Ja, schon. Vorausgesetzt, die sitzt nicht rum und stopft Schokolade in sich rein. Ab und zu mal einen Riegel. Ach komm, du haust dir das Zeug doch tonnenweise rein. Ich glaub ihm kein Wort. Ein bisschen Schokolade ist ja in Ordnung, aber du musst am Ball bleiben. Wenn der Arzt dir nächste Woche grünes Licht gibt. Ja, wenn der Arzt nicht. Dana, du darfst nicht so schnell aufgeben. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Hey Nico, komm rein. Ist das euer Ernst? Ihr habt Helena zu diesem Essen eingeladen? Klar, warum denn nicht? Macht Helena gerade eine Diät oder sowas? Liest denn niemand von euch Zeitung? Helena hat Philipp auf dem Gewissen. Ach, das ist doch alles gelogen. Helena würde niemals... Andi, sie hat es zugegeben. Sie hat uns die ganze Zeit angelogen. Ausgerechnet Helena, die immer so moralisch und korrekt ist. Ja.
gilt anscheinend nur für andere. Sie hat es die ganze Zeit geheim gehalten und es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Ja, und dann ist sie einfach zur Polizei gegangen und hat ihr Gewissen erleichtert. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Hauptsache, ihr geht es besser. Hat sie jetzt sich selbst angezeigt? Ja, am Tag von Philipps Begräbnis. Ganz schön mutig. Ja, was? Anscheinend wär's doch nie rausgekommen, oder? Und dann trotzdem zur Polizei zu gehen und sich anzuzeigen. Ich finde, da gehört eine Menge Mut zu. Ah, ja, klar, dass du das verstehst. Was soll das denn heißen? Ja, du hältst dich ja bis heute für toll, weil du damals nach dieser Sache mit Jessica direkt zu mir gekommen bist, um mir dein schlechtes Gewissen vor die Füße zu kotzen. Ja, sind wir mit dem Thema immer noch nicht durch, oder? Christian, manche Sachen werden nicht besser, weil sie ein paar Monate her sind. Jungs. Ja, was denn? Hätte ich dir nicht die ganze Wahrheit gesagt? Was hättest du mir denn dann vorgeworfen, dass ich dich anlüge, oder was? Du hättest einfach deine Hosen anlassen sollen, so einfach ist das. Vielen Dank für die Ablenkung. Nico, warte. Verdammt nochmal, könnt ihr euch nicht einmal zusammenreißen? Ja, was? Wer hat denn den Streit hier angefangen, hä? Ja, klar, du bist mal wieder völlig unschuldig. Andi, kannst du nicht auch mal was sagen? Hey. Du verstehst bestimmt, dass ich auf deine Einladung nicht reagiert. Wir hätten dich sowieso nicht eingeladen, wenn wir gewusst hätten, dass. Wir hätten die Zeitung noch nicht gesehen. Klar. Ich meine, was erwartest du? Du hast uns alle angelogen. Ich erwarte gar nichts. Du hast einfach nur zugesehen, als Nico mir Vorwürfe gemacht hat. Weil Philipp meinetwegen auf die Straße gerannt ist. Du hast kein Wort gesagt. Es tut mir leid. Du hättest sofort die Wahrheit sagen müssen. Ich weiß, Olli, ich habe alles falsch gemacht. Du hast uns allen nur was vorgemacht. Andi hat sich deinetwegen voll die Sorgen gemacht. Wie hat Andi reagiert, als er es erfahren hat? Er hat es erst mal gar nicht geglaubt. Aber als Nico ihm gesagt hat, dass das mit dem Unfall stimmt, da hat er gar nichts mehr gesagt. Sorry. Ich hab's noch nicht geschafft abzuräumen. Macht nichts. Schade, dass das vorhin so eskaliert ist. Ja, das war bestimmt blöd für Nico. Ich meinte eigentlich, dass ihr euch so in die Haare gekriegt habt. Christian und du. Some people think they have none. They might as well. Irgendwie passiert immer dasselbe, wenn wir uns sehen, Christian und ich. Das ist wie verhext. Running in circles like bulls in a Wie du weißt, bin ich nicht gerade die Expertin in Sachen Beziehungen, aber vielleicht findet ihr beiden doch noch einen Weg, wieder miteinander klarzukommen. Und wie? Ihr liebt euch doch noch. Und deswegen streiten wir uns jedes Mal, wenn wir uns treffen, oder was? Natürlich. Wenn ihr euch beide egal wärt, dann könntet ihr euch doch niemals so gegenseitig auf die Palme bringen. We all need some light now. Yes, we all need some light now. Hi, spendierst du mir einen Drink? Vielleicht hört der Barkeeper ja auf dich. Wer ist denn diese Sahneschnitte? Das ist mein heißer Urlaubsflirt. Christian, es hat dich keiner gezwungen, mit Jessica zu schlafen. Oder mit Theresa oder mit wem du sonst noch umgeproppt hast. Ach, was willst du mir denn eigentlich erzählen, hä? Du hattest auf Mallorca doch auch deinen Spaß. Oder wie hieß dieser Typ, mit dem du da hinter die Dünen gegangen bist? Hast du etwa vergessen, nach dem Namen zu fragen? Also erzähl du mir noch mal irgendwas vom Billig, ja? Du bist jetzt also ein Model? Und wofür das Ganze?
Damit dich irgendwelche Groupies anhimmeln und du sie hinterher flachlegen kannst? Olli, das ist sowas von arm. Du willst dich also scheiden lassen? Und dann deine Hälfte vom Haus verkaufen? Jetzt pass mal auf. Zum einen geht es dich überhaupt nichts an, wie ich meine Zukunft plane. Und zum anderen, ich kann dich beruhigen. Ich hatte eigentlich nicht vor, mich scheiden zu lassen. Warum auch immer. Hey. Hey. Ich glaube, wir sollten mal miteinander reden. Ja, klar, komm. Komm mal rein, setz dich. Das kann so nicht weitergehen. Wir können uns nicht jedes Mal streiten, wenn wir uns sehen. Olli, eigentlich will ich das doch auch gar nicht. Ich doch auch nicht. Es tut mir leid, dass ich die Sache mit Jessica schon wieder aufgewärmt habe. Das macht dich halt immer noch sauer. Aber es ist passiert. Und es bringt auch nichts, wenn ich dir das immer wieder vorwerfe. Ich glaube, wir sollten aufgeben. Es hat auch keinen Sinn, sich krampfhaft an dieser Beziehung festzuhalten. Ich denke, wir sollten über unsere Scheidung sprechen.